Thailand. Das sind traumhafte Strände, Rollerfahren auf paradiesischen Inseln, leckeres Essen, chaotische Metropolen und spirituelle Tempel und das alles zu wirklich günstigen Preisen. Wir waren jetzt über 6 Wochen lang hier unterwegs und zeigen dir in diesem Video alle unsere Highlights, eine Route mit allen Infos zum Transport und natürlich all unsere Kosten. Viel Spaß im Video! Bevor wir mit dem Video starten, ein kleiner Disclaimer. Wir erheben hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Thailand ist ein großes Land, es gibt unfassbar viele Sachen zu sehen. Wir werden hier nicht alles covern können. Wir berichten einfach darüber, was wir gesehen haben, was sich unserer Meinung nach für so einen 2- bis 3-wöchigen Urlaub gut eignet. Aber bevor wir zu den Highlights kommen, erstmal ein paar allgemeine Infos. Thailand lässt sich grundsätzlich in eine Regen- und eine Trockenzeit unterteilen. Die Trockenzeit geht dabei in den meisten Landesteilen von November bis April, wobei die besten Reisemonate sind Dezember, Januar und Februar. Da ist es trocken, aber nicht so heiß wie im März und April, von daher perfekt, um dem kalten deutschen Winter zu entfliehen. Für die Einreise nach Thailand brauchst du als deutscher Staatsbürger kein Visum. Du bekommst bei der Einreise 30 Tage freien Aufenthalt und momentan ist es sogar auf 45 Tage verlängert. In Thailand zahlt man mit dem thailändischen Baht und 1 Euro entspricht 40 Baht ungefähr. Und man kann überall eigentlich mit Kreditkarte zahlen, gerade in den touristischen Gegenden. Und das würden wir auch auf jeden Fall empfehlen, weil Bargeldabhebung kostet in Thailand ungefähr 5 Euro pro Abhebung, also ziemlich teuer. Deshalb immer so oft es geht mit Kreditkarte zahlen. Thailand ist eines der günstigsten Reiseländer weltweit und man bekommt richtig viel für sein Geld. Es ist aber nicht nur günstig, sondern der Standard ist auch höher als in anderen Ländern in Südostasien. Kommen wir nun zu den Highlights und starten in der Hauptstadt Bangkok. Hier wird eure Reise in Thailand wahrscheinlich auch losgehen, weil es einen großen internationalen Flughafen gibt. Und über Bangkok sagt man vor allem eins: man liebt es oder man hasst es. Wir beide gehören auf jeden Fall zur Fraktion, die die Stadt lieben. Das ist eine unserer Lieblingsstädte weltweit, auch wenn es natürlich ziemlich wuselig ist, chaotisch, auch an der einen oder anderen Ecke mal ein bisschen dreckig. Man kann sich diesem Charme dieser chaotischen Metropole eigentlich kaum entziehen. Zu den größten Highlights in Bangkok gehören auf jeden Fall die ganzen Tempel. Ganz vorne natürlich der Königspalast mit dem heiligen Smaragd-Buddha, das ist auf jeden Fall ein Must-Do. Direkt daneben liegt auch der Wat Po mit dem riesigen liegenden Buddha. Das ist auch ein bisschen günstiger und nicht ganz so voll, von daher auch auf jeden Fall ein Besuch wert. Auf der anderen Flussseite des Chao Phraya, der Fluss, der durch Bangkok fließt, könnt ihr einfach eine kurze Überfahrt machen mit dem Boot, dann seid ihr beim Wat Arun, dem Tempel der Morgenröte, der besonders zum Sonnenuntergang traumhaft schön ist. Und wenn ihr immer noch nicht genug von Tempeln habt, dann könnt ihr auch noch zum Wat Saket oder auch Golden Mountain Tempel genannt. Der liegt auf einem Berg in Bangkok, da müsst ihr ein paar Treppen hochlaufen und habt wirklich einen schönen Tempel und eine fantastische Aussicht auf die Stadt und seht dann einfach mal, wie riesig Bangkok ist. So viel erstmal zu den Tempeln. Kommen wir zum Nightlife und in dem Atemzug muss man natürlich die Khao San Road nennen. Ich glaube, kein Backpacker auf dieser Welt kennt diese Straße nicht und sie hat ihre ganz eigene Magie, ganz viele Bars, da werden Insekten auf der Straße verkauft, überall sind Touristen, Einheimische, was auch immer, die feiern wollen. Also es ist wirklich crazy und gehört auf jeden Fall dazu, wenn man in Bangkok ist. Wer dem Trubel entfliehen möchte, der kann einen Ausflug in die grüne Lunge Bangkoks machen, in den Lumpini Park. Und dort in der Nähe sind auch einige Rooftop-Bars angesiedelt. Wir können da beispielsweise die Moon Bar weiterempfehlen, mit einer fantastischen Aussicht auf Bangkok, gerade zum Sonnenuntergang, sau nice und mit bezahlbaren Preisen. Also wer mal irgendwie so eine Rooftop-Bar mitnehmen möchte und low budget unterwegs ist, dem können wir die Moon Bar auf jeden Fall weiterempfehlen. Ihr merkt schon, man kann einige Tage in Bangkok verbringen, ohne dass einem langweilig wird. Wir haben auch ein eigenes Video dazu gemacht, einen Bangkok Travel Guide, den verlinken wir euch unten in der Videobeschreibung. Aber jetzt kommen wir mal von der Hauptstadt zu den traumhaft schönen Stränden. Diejenigen unter euch, die sich in Thailand ein bisschen auskennen, haben jetzt wahrscheinlich eher mit Koh Samui, Koh Phangan oder Phuket gerechnet. Aber diese bekannten Inseln lassen wir in diesem Länderguide mal außen vor und konzentrieren uns eher auf die etwas unbekannteren Inseln im Osten von Thailand. Die sind zum einen weniger touristisch und zum anderen haben die auch den Vorteil, dass sie von Bangkok aus deutlich schneller und einfacher zu erreichen sind. Dazu kommen wir dann aber später nochmal in der Route, jetzt erstmal zu Koh Chang. Koh Chang ist die größte der östlich gelegenen Inseln im Golf von Thailand und der Lonely Beach ist der perfekte Ausgangspunkt für alle Backpacker. Der Strand selbst ist wunderschön und es gibt einige Resorts an dem Strand, die echt nicht teuer sind, also die sogar für Backpacker ins Budget passen. Und in Laufnähe gibt es auch einen kleinen Ort, da gibt es einige Cafés, Restaurants, Fitnessstudio, Läden, alles was man so braucht. Aber als wir jetzt da waren, Ende 2022, hat er sich gerade erst wieder so von Corona erholt. Und ansonsten kann man auf Koh Chang natürlich das machen, was man auf jeder thailändischen Insel machen sollte, nämlich ein Roller leihen und die Insel damit erkunden. Vor allem an der Süd- und an der Westküste warten auf euch traumhaft schöne Strände, dazu kommen einige Viewpoints, Wasserfälle und richtig viele leckere Restaurants. Und wer noch ein bisschen Lust hat auf was auf dem Wasser, der kann sich auch ein Kajak leihen und zu so einer vorgelagerten Insel fahren. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall mitnehmen solltet, wenn ihr ohnehin schon in der Region seid, ist die Insel Koh Kood. Das sind nur 2 Stunden Fährfahrt von Koh Chang entfernt und über Koh Kood sagt man, dass es die schönsten Strände in ganz Thailand gibt, was bei Thailand echt was heißen muss.
Aber man muss dazu sagen, die Insel lebt in erster Linie von etwas gehobeneren Resort-Touristen, also ist jetzt keine Insel für Backpacker, schon gar nicht für Party, aber es gibt auch ein paar günstige Unterkünfte innerhalb der Insel. Das heißt, ihr solltet euch wieder einen Roller mieten, was aber kein Problem ist auf der Insel, und dann die traumhaft schönen Strände an der Süd- und an der Westküste erkunden. Wir haben uns an der Südküste 2 Strände angeschaut, die wirklich traumhaft schön waren, obwohl wir nicht mal unbedingt das beste Wetter hatten, aber die schönsten Strände, sagt man, gibt es an der Westküste. Einmal den langgezogenen Bong Bao Beach, so wie man sich einen paradiesischen Strand in Thailand vorstellt, und den Klong Chau Beach, das ist so der Hauptstrand, wo man besonders den Sonnenuntergang wunderschön gucken kann. Und was wir auch empfehlen würden, ist ein Abstecher zum Klong Chau Wasserfall. Das ist einer der coolsten Wasserfälle, die wir bisher auf Weltreise gesehen haben, mit einem schönen Becken, wo man schwimmen kann. Es gibt eine Rope Swing, Klettersaal, also so ein richtig kleiner Abenteuerpark. Definitiv ein Must-Visit, und Koh Koot grundsätzlich für Leute, die gerne traumhaft schöne Strände sehen wollen, die beste Adresse in Thailand. Nach dem Chaos in Bangkok und den traumhaft schönen Stränden auf Koh Koot und auf Koh Chang wird es jetzt Zeit, ein bisschen tiefer in die thailändische Kultur einzutauchen. Und da eignet sich keine Stadt besser als Chiang Mai im Norden von Thailand. Chiang Mai gilt nämlich als das kulturelle Zentrum des Landes, und mit über 200 Tempeln in der Stadt ist es wirklich schwer, sich der Magie des Theravada-Buddhismus zu entziehen. Wir würden euch empfehlen, dass ihr euch auf jeden Fall einige dieser Tempel anschaut. Unser Favorit war der Wat Phra Sing. Das ist wirklich eine wunderschöne Anlage und das hat ein sehr spirituelles Feeling. Aber auch der Wat Lok Moli und der Wat Chiang Mai haben uns richtig gut gefallen. Also da kann man sich einfach ein bisschen durch die Altstadt treiben lassen und sich die verschiedenen Tempel anschauen. Und darüber hinaus ist Chiang Mai natürlich auch für seine Food-Szene bekannt. Vor allem als Veganer und Vegetarier kommt man hier voll auf seine Kosten. Es gibt unendlich viele fancy Cafés und schicke Restaurants. Man kann natürlich auch wie immer günstiges Streetfood essen, da muss einfach jeder für sich so ein bisschen die Balance finden. Aber wer gerne isst, der wird in Chiang Mai auf jeden Fall fündig. Chiang Mai hat uns auf jeden Fall komplett in seinen Bann gezogen. Also wir haben uns dort unendlich wohlgefühlt und hätten auch richtig viel Zeit noch dort verbringen können. Aber es gibt natürlich auch noch ein bisschen was außerhalb der Stadt zu sehen. Zum Beispiel den Wat Doi Suthep. Der liegt so 45 Minuten mit dem Roller außerhalb von Chiang Mai und ist ein Tempel auf einem Berg und gilt als einer der größten heiligen Stätten in Thailand. Und auch da ist die Anlage wieder wunderschön und vor allem erstrahlt sie komplett in Gold, also sehr beeindruckend zu sehen. Und man hat von dort oben auch einen richtig schönen Blick über Chiang Mai. Dann vielleicht noch ein etwas ungewöhnlicher Tipp für alle Leute, die eine Affinität zu Flugzeugen haben. So ungefähr 45 Minuten außerhalb von Chiang Mai befindet sich eine Art Flugzeug-Graveyard. Das ist auf jeden Fall auch spannend zu sehen. Und falls ihr dazu mehr Infos haben wollt oder auch zu Unterkünften und Restauranttipps, dann schaut gerne mal in unserem Chiang Mai-Video vorbei. Das verlinken wir euch mal hier in der Videobeschreibung. Falls euch das Video bis hierhin gefallen hat, dann lasst doch gerne mal ein Like da. Es ist für euch nur ein Klick, aber uns helft ihr damit sehr weiter. Und falls ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt zum Thema Weltreise, Länderguides wie diesen oder Vlogs hier aus Südostasien, dann freuen wir uns auf jeden Fall über ein Abo. Und jetzt geht's weiter im Video. Kommen wir jetzt zum letzten großen Highlight hier in unserem Guide, und zwar der Stadt Pai. Die liegt ungefähr 3 Stunden von Chiang Mai entfernt und lässt sich daher perfekt mit einem Besuch in Nordthailand verbinden. Und das Zentrum von Pai ist die Walking Street. Die wird abends für den Verkehr geschlossen und da findet man alles, wonach man als Backpacker sucht, also Streetfood, ganz viele Restaurants, Cafés, Tattoo-Studios, Coffeeshops, alles, was das Herz begehrt. Und eine Sache, die hier in Pai ganz besonders schön ist, ist die Lage inmitten der Berge. Es lohnt sich auch hier einen Roller zu leihen, beispielsweise einen Ausflug zu machen zu der Bamboo Bridge oder zum Pai Canyon. Es gibt auch ein paar Hot Springs in der Nähe. Also wenn ihr in Nordthailand seid, könnt ihr auf jeden Fall Pai mitnehmen. Das waren jetzt die Highlights, die ihr unserer Meinung nach auf jeden Fall mitnehmen solltet, wenn ihr mal eine Reise nach Thailand macht. Vor allem, weil es eben eine gute Mischung ist aus Stadt, Stränden und dem Norden von Thailand. Aber es gibt darüber hinaus natürlich noch 1000 andere Sachen, die in Thailand sehenswert sind, und von denen wollen wir jetzt noch mal ein paar erwähnen. Chiang Rai, eine weitere Stadt im Norden, Ao Nang mit der weltbekannten Maya Bay, der Khao Sok Nationalpark, das Inseltrio Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao, wobei Koh Tao insbesondere für Taucher interessant ist, und natürlich weitere Inseln wie zum Beispiel Phuket, Koh Lanta oder Koh Phi Phi und die Ruinenstädte Ayutthaya in der Nähe von Bangkok und Sukhothai. Dann kommen wir jetzt mal zur Route durch Thailand, die wie gesagt in Bangkok startet. Das ist der beste Ausgangspunkt, weil er mit dem Rest des Landes wirklich gut verknüpft ist. Als erstes macht ihr den Stopp in Koh Chang. Da könnt ihr einfach beispielsweise in der Khao San Road in Offices ein Kombi-Ticket buchen, aus Bus, Fähre und Bus zu eurer Unterkunft auf Koh Chang. Das dauert so ungefähr 5 Stunden in Summe. Und von Koh Chang könnt ihr dann eine Fähre nehmen nach Koh Koot. Das dauert ungefähr so 2 Stunden. Und von Koh Koot kommt ihr auch wieder direkt zurück nach Bangkok. Da fahrt ihr dann mit der Fähre erstmal nach Trat und dann ungefähr nochmal so 4 Stunden mit dem Bus zurück nach Bangkok.
Nach den ganzen Fähr- und Busfahrten wird es auf jeden Fall mal Zeit, das Transportmittel zu wechseln und da bietet sich der Zug an, besonders für die Strecke von Bangkok nach Chiang Mai in den Norden von Thailand. Und das würden wir jedem empfehlen, mindestens einmal diese Erfahrung Zugfahren in Thailand mitzunehmen. Da könnt ihr euch einfach vor Ort erkundigen, ob ihr Nachtzug nehmen wollt, welche Buchungsklasse. Da gibt es ganz viele verschiedene, einfach was euch am besten gefällt. Und in Chiang Mai könnt ihr euch dann einen Shuttle buchen nach Pai. Das findet ihr in jedem Tourist Office und genauso wie von Pai nach Chiang Mai wieder zurück. Und dann nach Bangkok könnt ihr euch überlegen, wollt ihr nochmal Zug fahren, wollt ihr vielleicht auch einen Bus nehmen, es gibt auch komfortable Busse. Da könnt ihr euch einfach vor Ort erkundigen, denn grundsätzlich ist Transport ziemlich leicht zu organisieren in Thailand. Es gibt ganz viele Agencies auf den bekannten Touristenstraßen, wo ihr auch immer Schilder seht. Da müsst ihr euch gar nicht großartig drum kümmern, da stolpert ihr immer drüber. Sonst könnt ihr auch einfach mal im Hostel nachfragen, die können euch auch meistens weiterhelfen oder bei Want2Go Asia mal schauen, um schon mal einen Richtwert für Preise zu haben. Also Transport in Thailand wirklich easy going. Wir hatten es zu Beginn des Videos schon gesagt, Thailand ist eines der günstigsten Reiseländer weltweit und man bekommt für sein Geld wirklich viel geboten, denn der Standard, so insbesondere was Essen und Unterkünfte angeht, ist hier nochmal deutlich höher als in den Nachbarländern. Da profitiert Thailand einfach von einer über Jahrzehnte entwickelten, gut ausgebauten touristischen Infrastruktur. Wir haben in unseren 6 Wochen vor Ort im Schnitt 36 € pro Person pro Tag ausgegeben und dabei wirklich wenig aufs Geld geachtet und es uns schon auch mal ein bisschen gut gehen lassen. Also wer wirklich low budget unterwegs ist, der kommt auch mit 30 € oder wahrscheinlich auch mit weniger gut hin. Wir starten mal mit der teuersten Kategorie, das ist bei uns Essen und Trinken und auch Ausgehen. Dafür haben wir 15,50 € pro Person pro Tag bezahlt, also definitiv sehr viel für thailändische Verhältnisse, weil eigentlich Essen sehr günstig ist. Also man kriegt gutes Streetfood, Pad Thai oder ein Curry für 1 bis 2 € und es lag bei uns einfach daran, dass wir halt viel in so auch mal fancy Restaurants essen waren, gerade in Chiang Mai, wo es halt viele vegane Optionen gibt. Das haben wir gerne mal wahrgenommen. Also wer sparen will in Thailand, der kommt auf jeden Fall mit viel weniger Geld beim Essen hin als wir. Unsere zweiteuerste Kategorie sind Unterkünfte. Da haben wir im Schnitt 11 € pro Nacht pro Person ausgegeben und ich glaube, das ist auch so ein ganz guter Richtwert. So für 20 € bekommt man im Durchschnitt eigentlich ein ganz gutes Doppelzimmer mit eigenem Bad und Klimaanlage. Auf den Tag runtergerechnet haben wir in den 6 Wochen 5 € pro Person pro Tag für Transport ausgegeben. Dazu zählen in erster Linie die Zugfahrten, Busfahrten, Fährüberfahrten, Rollermiete und die Taxi- und Tuk-Tuk-Fahrten innerhalb der Städte. Für Aktivitäten haben wir 46 € pro Person ausgegeben, was wir eigentlich echt wenig finden, vor allem weil wir das Gefühl haben, dass wir eigentlich trotzdem viel unternommen und gesehen haben, was aber einfach daran liegt, dass natürlich vieles von dem kostenlos ist, zum Beispiel die ganzen Strände und auch die meisten Tempel, zumindest außerhalb von Bangkok. Ansonsten setzen sich die 46 € zum Beispiel aus einem Stand-Up-Paddle zusammen, was wir mal geliehen haben, oder wir waren mal im Kino. Wir haben am Anfang des Videos ja gesagt, dass Bargeldabhebungen in Thailand relativ teuer sind, also so 5 € pro Abhebung und wir haben insgesamt pro Person 20 €, also 40 € in Summe nur für Geldabheben bezahlt, was natürlich unverhältnismäßig viel ist, vor allem weil wir den Fehler gemacht haben, am Anfang viel zu oft bar gezahlt zu haben. Also wenn ihr nach Thailand kommt, fragt immer, ob ihr mit Karte zahlen könnt, um diese teuren Abhebungsgebühren zu vermeiden. Für Internet haben wir 20 € pro Person bezahlt, was ein bisschen mehr ist, als es eigentlich sein sollte, was daran lag, dass wir mehrmals nach Thailand eingereist sind. Normalerweise kostet eine SIM-Karte zum Beispiel von AIS oder von TrueMove mit unbegrenztem Datenvolumen für einen Monat ungefähr 8 €. Für Wäsche haben wir insgesamt 10 € pro Person bezahlt, also relativ günstig für die 6 Wochen. Wir sind halt nur mit Handgepäck unterwegs, müssen deswegen halt relativ häufig zur Wäsche gehen, was in Thailand immer so ungefähr 40 Baht, also mehr oder weniger 1 € pro Kilo kostet. Unseren letzten Kostenblock haben wir unter dem Begriff Sonstiges zusammengefasst und das sind 88 € pro Person, also relativ viel, aber da ist auch relativ viel zusammengefasst. Zum Beispiel regelmäßige Fitnessstudio-Besuche oder wir haben auch mal einen Muay Thai Boxkurs gemacht, dann Kosmetikartikel wie zum Beispiel Sonnencreme oder Mückenzeug, dann war ich mal beim Nagelstudio, bei der Massage, Horst war beim Friseur und wir mussten 13 € für eine Polizeistrafe zahlen. Ich bin ehrlich, ich hatte Thailand für unsere Weltreise eigentlich gar nicht auf der Liste gehabt, weil ich war 2011 schon mal für 6 Wochen hier gewesen und eigentlich wollte ich mir lieber andere Länder hier in der Region anschauen und das war nur so als Transit zwischen Malaysia und Kambodscha angedacht. Aber im Endeffekt ist es komplett anders gekommen. Wir waren 6 Wochen hier gewesen, sind wahrscheinlich auch noch ein paar Tage hier, weil wir uns einfach sehr, sehr wohl gefühlt haben. Und auch wenn das Land ein bisschen touristischer ist, was jetzt nicht so unser Ding ist, war es mal eine ganz willkommene Abwechslung nach den ganzen Abenteuern in Indonesien und Mittel- und Südamerika, wieder in so eine kleine Comfortzone zurückzukommen, weil man hier einfach ja eine sehr gute touristische Infrastruktur hat. Die Thais sind einfach übertrieben freundlich, das darf man nicht unterschätzen, was das wert ist. Das Essen ist einfach super lecker. Man hat ein Angebot an vielen westlichen Dingen, einen sehr hohen Standard. Also das war für uns einfach sehr schön gewesen. Und ich würde sagen, was nur den Wohlfühlcharakter angeht, ist Thailand das Land, wo wir uns vielleicht auf der ganzen Weltreise bisher sogar am wohlsten gefühlt haben. Ich kann mich da nur anschließen. Für mich war es jetzt ja der erste Besuch in Thailand und ich bin auf jeden Fall auch sehr begeistert. Und ich hoffe, ihr jetzt spätestens auch. Also wir können jedem eine Reise nach Thailand wirklich nur ans Herz legen. Und falls ihr noch mal was nachlesen wollt, dann haben wir diesen Länderguide wie immer auch in schriftlicher Form auf unserem Blog www.betterbeyond.de, also schaut da gerne mal vorbei. Auch falls ihr noch mal was nachlesen wollt im Detail zu den einzelnen Stops, ihr findet da ganz viele Blogposts.
Und ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen, hoffen, dass wir den einen oder anderen zu einer Reise nach Thailand inspirieren konnten und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.